Hallo zusammen, es ist Samstag 17 Uhr, Zeit zum Patchen und Quilten. Und heute arbeiten wir gemeinsam einen Adventskalender. Dieser Adventskalender ist ein bisschen aufwendig, aber er ist super einfach zu arbeiten. Ich fülle ihn schon mal probeweise. Wenn ihr Lust habt, diesen Adventskalender mit mir gemeinsam zu arbeiten oder ihr habt einfach Lust, beim Arbeiten zuzuschauen, dann bleibt jetzt einfach dabei. Herzlich willkommen bei Needle Action. Mein Name ist Elke und wir fangen am besten ganz von vorne an. Aus diesen Sternen arbeiten wir einen Adventskalender. Zu den Sternen findet ihr eine Vorlage im Etsy-Shop. Ihr könnt den Stern natürlich auch selber konstruieren. Meine Sterne haben von einer Zacke zur gegenüberliegenden Zacke eine Größe von 62 cm. Wir brauchen 5 dieser Sterne. Unseren Stern schneiden wir einmal aus Vlies aus. Ihr könnt jedes Vlies verwenden, das ihr gerne verwenden möchtet. Ich habe hier 630 gewählt. Unser Vlies bügeln wir auf den Oberstoff. Das Ganze schneiden wir grob aus und unseren Oberstoff legen wir mit der rechten Seite auf den Unterstoff unseres Sterns und das Ganze stecken wir einmal grob zusammen. Wir schneiden beide Sterne mit einer ungefähren Nahtzugabe von 2 cm zu. Wir nähen nun einmal komplett um unseren Stern herum. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr kein Video mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, denn es gibt ja jeden Samstag ein weiteres Video. Wir nehmen einmal unseren Stern mit zur Nähmaschine. Wenn ihr habt, setzt ihr eine 80er Universalnadel an eurer Maschine ein. Ihr könnt aber mit jeder Nadel nähen, mit der ihr gerne nähen möchtet. Meine Stichlänge habe ich auf 2,5 gestellt. Und wir nähen mit einem Drahtstich ganz genau an unserer Vlieseinlage entlang. Ich setze ein Schneiderlineal halb unter mein Füßchen, dadurch schiebt sich die obere Stofflage nicht vor und ich kann meinen Stern ganz wunderbar zusammennähen. Wir lassen bei diesem Stern keine Wände öffnen. Wir schließen den kompletten Stern. Am Ende von unserer Naht verriegeln wir und wir schneiden unsere Fäden zurück. Unsere Nadeln können wir nun entfernen und wir wandern zurück an den Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz angekommen, schneiden wir unsere Nahtzugabe entlang unserer Sternzacken auf 1 cm zurück. Wir schneiden die Zacken zurück, damit wir in der Spitze nicht so viel Nahtzugabe bekommen. Und wir schneiden in diesen Tälern unsere Nahtzugabe bis kurz vor unserer genähten Naht ein. So schaut unser Stern nun aus. Damit wir ihn wenden können, schneiden wir ein Kreuz in die Mitte. Achtet darauf, wir arbeiten 5 Sterne. Einen Stern schneiden wir auf der Vorderseite mit dem Kreuz ein und die übrigen 4 Sterne werden auf der Rückseite mit einem Kreuz eingeschnitten. Diesen Stern schneide ich auf der Rückseite ein, das heißt, ich nehme die Rückseite nach oben. Ich ziehe einmal beide Stofflagen auseinander und ich schneide das Ganze in der Mitte ein. Über dieses Kreuz kann ich meinen Stern nun wenden. Den Rest unserer Zacken schieben wir mit einem Falzbein an Ort und Stelle. Auf diese Weise fertigen wir 5 Sterne an. Diese 5 Sterne bügeln wir einmal. Wir bügeln alle Spitzen glatt nach außen mit der Vorderseite oben. Und wenn wir das haben, sehen wir uns an der Nähmaschine wieder. Wenn wir unseren Stern gebügelt haben, nähen wir einmal um alle Zacken herum. Wir setzen unser Füßchen weit an die Außenkante unseres Stoffes an. Wir wählen die größte Schnittgröße. Damit sich unsere Stofflagen nicht verschieben, setzen wir auch hier wieder, wenn wir mögen, ein Lineal an. Wenn ihr mögt und habt, könnt ihr natürlich auch ein Füßchen mit Obertransport verwenden. Wenn wir unseren Stern komplett umnäht haben,
schneiden wir die Fäden zurück und wir beginnen, den ganzen Adventskranz zusammenzusetzen. Zuerst einmal setzen wir unseren Stern zusammen. Wir haben einen Stern an der Oberseite geschnitten. Das ist die Vorderseite mit der aufgeschnittenen Stelle. Diesen Stern legen wir als unterstes. Den nächsten Stern legen wir möglichst genau an. Der dritte Stern folgt den Zacken des ersten Sterns. Der vierte Stern ist wieder versetzt und folgt den Zacken des zweiten Sterns. Der letzte Stern setzt sich wieder versetzt. Unser Stern ist aufgebaut. Wir nehmen die oberen beiden Sternlagen. Den übrigen Stern schieben wir noch einmal zur Seite. Unsere beiden oberen Lagen drehen wir einmal um, damit die Rückseite oben liegt. Das Ganze stecken wir einmal zueinander und wir nähen beide Sterne zueinander. Das heißt, wir nähen von einem Sternental über die Mitte zum gegenüberliegenden Sternental. 3 Nähte, jeweils von einer Seite zur nächsten. Und so schaut das bis jetzt aus. Wir entfernen die Nadeln und drehen wir das Ganze wieder um, so, und heben die Seite hoch. Entsteht die erste Tasche. So schaut das bis jetzt aus. Wir nehmen die dritte Sternenlage, die legen wir auf unsere eingenähte Seite. Wenn das so sitzt, wie wir das möchten, stecken wir das einmal fest. Wir schlagen das Ganze wieder um. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir haben die schon zusammengenähten Stofflagen oben. Die noch nicht verbundenen Stofflagen haben wir unten. Wir schlagen die oberste Stoffkante zurück. Hier ist die noch nicht verbundene Stoffkante und wir nähen jetzt von diesem oberen Punkt ein Stück weit in unsere Öffnung hinein. Wir verriegeln und wir schauen, wie weit können wir in die Öffnung nähen. Wir verriegeln, schlagen diese Zacke zurück, drehen eine Zacke weiter, schlagen die obere Zacke zurück und haben hier die nächsten nicht verbundenen Stofflagen. Und diese Stofflagen setzen wir erneut zusammen. So schaut das Ganze nun aus. Wir nehmen die nächste Lage, legen sie versetzt oben auf, nicht gleich, sondern versetzt oben auf, sichern das erneut mit ein paar Nadeln. Wir drehen das Ganze um und wir schlagen, wo sind wir? Hier sind wir, unsere Lagen wieder zurück und wir nähen dieses Stück zusammen. Wir nähen von dem Punkt so weit zur Mitte, wie es geht. So schaut das dann aus. Weiter brauchen wir da gar nicht gehen. Und das machen wir an allen Zacken. Als nächstes formen wir unsere Sternenblüte aus. Dazu nehmen wir uns eine Zacke und wir schlagen die Außenseiten der Zacken zueinander. Das Ganze nehmen wir mit zur Nähmaschine. So, die ganze Blüte halten wir einmal zurück und wir sehen nur diese 2 cm. Die legen wir einmal unter unsere Maschine und wir nähen 2-3 cm ab. Sehr kräftig, eigentlich nur die Füßchenlänge. Die nächste Zacke. Schiebt den ganzen Stern einfach immer ganz entschlossen zur Seite. Das Ganze schaut nun nach einem ganz schönen Gewusel aus. Wir stellen das noch mal einmal auf die Mitte. Unsere Zacken schauen jetzt schon ein bisschen nach oben und durch diese obere Lücke füllen wir nun den Kern. Wir nehmen ein Stoffbeutelchen, 10 cm x 17 cm groß. Und dieses Beutelchen setzen wir in die Mitte
mit der Öffnung sehr deutlich nach oben, denn hier möchten wir nun eine Handvoll Watte einfüllen. Stopft die Watte gut hinein, verschließt den Beutel und schiebt das einfach in eure Blüte hinein. Wir nehmen Nadel und Faden und schließen einmal unser Loch. Rundherum, wir nehmen jede Zacke einmal mit. Wir ziehen unser Loch richtig gut zu. Hier ist der Anfang, verknoten das Ganze gut. So, jetzt formen wir das Ganze aus. Wir bringen unser Polster in die Mitte. Wir bringen unsere zusammengenähten Spitzen zur Mitte. Wir öffnen unsere Spitzen und schlagen diese einmal nach außen. Öffnen, umschlagen. Richtig schön ausformen. Und wir ziehen unsere einzelnen Kelchblätter gerade. Wenn wir das haben, können wir unseren Kalender füllen. Yay! Wir nehmen 10 x 17 cm große Beutelchen, füllen die Beutel, verschließen sie und können sie dann in jedes einzelne Sternblütenblatt hineinsetzen. Meinen Adventskalender habe ich nun fertig gearbeitet und ich werde ihn nun zu Ende füllen. Ich hoffe, ihr hattet Freude bei dem Video und der eine oder andere arbeitet den Kalender vielleicht einmal nach. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!